Ich bin zurück auf YouTube und lebe seit über 6 Monaten an einem der schönsten Plätze der Welt, Französisch-Polynesien. Genauer gesagt lebe ich auf der Insel Moorea und warum eine Entscheidung mein Leben komplett verändert hat, erzähle ich euch im heutigen Video. Vor 8 Monaten ging meine Reise los. Ich bin über Rom nach Bali, habe dann 2 Monate in Bali gelebt, bin dann weiter nach Australien, habe kurze Zeit in Neuseeland verbracht und bin dann weiter nach Französisch-Polynesien auf eine kleine Insel mitten im Pazifik, mitten im Nirgendwo. Aber dort habe ich tatsächlich das Paradies gefunden. Wobei man sagen muss, alles im Leben, habe ich gelernt, hat seine Licht- und Schattenseiten. Das heißt, wenn ich jetzt vom Paradies spreche, es ist nicht alles perfekt hier. Aber ich durfte in diesen 6 Monaten, in denen ich hier bin, so viel über mich selbst lernen, so viel über die Welt lernen, dass es mein Leben komplett verändert hat. Eine Entscheidung, die Entscheidung vor 8 Monaten, mein Land zu verlassen, alles zu verkaufen und einfach mit einem Rucksack loszureisen, hat mir eine völlig neue Weltanschauung, eine völlig neue Persönlichkeit und ein völlig neues Leben gebracht. Ich habe neue Grundwerte, ich habe neue Vorstellungen vom Leben und ein neues fundamentales Verständnis von was Existenz tatsächlich ist. Es klingt tiefgreifend, ist es auch. Ich habe jede Menge krasse Dinge erlebt mit Zeremonien hier in alten Tempeln auf Inseln und durfte Sachen erleben, die schwer zu erklären sind, beziehungsweise wenn ich sie erklären würde, würde man glauben, ich bin durchgeknallt. Deswegen, wenn ihr es wissen wollt, schreibt mir es gerne in die Kommentare, dann werde ich ein Video dazu machen. Aber hier bleibe ich mal etwas abseits davon und berichte euch über die äußeren Dinge, die geschehen sind. Ich lebe jetzt seit 6 Monaten hier in Französisch-Polynesien auf einer kleinen Insel namens Moorea. Das ist mein kleiner Bungalow mit einem traumhaften Blick über den Dschungel, teils Dschungel hier. Ich habe aber davor auch in einem wunderschönen Haus am Meer gelebt, direkt mit Meerzugang, was wahnsinnig schön war. Ganz anders als hier, eine ganz andere Erfahrung, aber beides hat seine Vorteile. Das Schöne an Französisch-Polynesien ist, dass die Natur hier Fülle wirklich schenkt. Es ist ein unglaubliches Land. Also es gibt hier keine Schlangen, es gibt keine giftigen Spinnen. Du kannst in den Dschungel gehen, barfuß. Ja, also ich bin noch nie in meinem Leben so viel barfuß gegangen wie hier. Das ist eines der schönsten Gefühle, so viel barfuß zu gehen. Und das Schöne ist auch durch dieses Erdige, also ständig mit dem Erdboden in Kontakt zu sein, mit den Füßen, ist man auch weniger erkältet, weniger krank und fühlt sich einfach vitaler. Ich merke, dass wenn man geschlaucht ist, müde ist, fertig ist, dass es keinen Energy Drink braucht, kein Aufputschmittel, keinen Kaffee, keinen Tee, nichts anderes, sondern einfach nur einen kurzen Gang zum nächsten Fluss und die Füße im Fluss kneipen. Das hat mir mehr Energie gegeben als jeder Energy Drink, den ich jemals in meinem Leben getrunken habe. Es ist unglaublich, wie es das verändert und noch dazu auf eine gesunde Art und Weise, die man sonst nicht findet. Ein wichtiges Thema, was ich lernen durfte, ist Freiheit und Sicherheit. Wir in unserer westlichen Welt, auch das Leben, was ich davor gelebt habe, wir wollen Sicherheit, aber gleichzeitig wollen wir Freiheit. Und das ist so etwas, was etwas gegeneinander reibt, würde ich sagen. Weil in erster Linie widerspricht sich Freiheit und Sicherheit, denn das System, der europäische oder
auch westliche Alltag gibt einen Sicherheit, aber er verlangt einen Preis dafür und das ist Freiheit. Das heißt, wir müssen unsere Freiheit aufgeben, damit wir Sicherheit bekommen. Und es ist ein schlechter Deal. Ich denke, wir müssen, also für jeden zu dem das System passt und der gerne jeden Tag dasselbe macht, für den ist es auch richtig und gut so. Aber es gibt viele Menschen, die suchen nach mehr, die suchen nach etwas Wahrhaftigem, nach mehr Wahrheit in ihrem Leben. Und dann muss man einfach radikal ehrlich zu sich sein und schauen, was bringt mir mehr Wahrheit. Und mehr Sicherheit bringt meistens weniger Wahrheit. Ich habe herausgefunden, wir müssen zuerst die Sicherheit in uns finden, um wahrhaftige Freiheit im Außen zu finden. Also die meisten Menschen suchen nach Freiheit im Außen, und mich inkludiert. Ich habe immer Freiheit im Außen gesucht, mehr Geld, mehr Optionen, mehr Kontrolle. Aber richtige Freiheit findet man nicht im Außen, man findet sie zuerst im Inneren, indem man anfängt, sicher zu sein im Inneren, sicher in seinen Entscheidungen, stark in seinen Entscheidungen, sicher in seinen Emotionen, sicher in seiner Identität, sicher in dem, wer man wirklich ist, in seiner Wahrheit. Und dann hört man auf zu zweifeln. Dann hört man auf, nach Zustimmung zu suchen von anderen Menschen. Und man fängt an, wirklich zu leben, und dann öffnet sich das Leben wirklich. Es ist wie eine Blume, die sich öffnet. So durfte ich das erleben, in den schlimmsten Momenten. Wenn man denkt, wow, was macht man da? Man hat so viel Sicherheit aufgegeben. Plötzlich öffnet sich das Leben und beschenkt einen reichlich mit so wunderschönen Gaben, die die Welt zu bieten hat. Das ist unglaublich schön und das möchte ich euch mitgeben. Und deswegen habe ich die letzten 6 Monate daran gearbeitet, Alethics zu einer Unternehmung zu machen, die Menschen hilft, ihre eigene Wahrheit zu finden und zu leben. Und Alethics ist stärker als je zuvor. Ich habe einen Code entwickelt, womit wir die äußere Welt lesen können und unsere innere Welt besser verstehen können. Womit wir die Wahrheit in uns selbst sehen können und im Außen manifestieren können. Wenn ihr mehr über das erfahren möchtet, schreibt mir gerne in die Kommentare. Dann mache ich ein spezielles Video drüber. Und ich werde auch noch mehr Videos bringen über die letzten Monate, was passiert ist. Ich werde auch noch ein Video über Bali veröffentlichen und dann meine ersten Videos über Tahiti und die erste Zeit hier. Und ich freue mich, wenn ihr natürlich dabei seid, wenn ihr dem Video ein Like schenkt und den Kanal abonniert. Denn hier geht es ab jetzt um die Wahrheit, um die radikale Wahrheit. Wie jeder von euch seine eigene Wahrheit finden kann und wie jeder von euch das Leben erschaffen kann, das wirklich zu ihm passt und das ihn erfüllt, glücklich macht und gesund macht. Das sind so die wichtigsten Dinge im Leben, die ich gefunden habe. Gesundheit, Erfüllung, Geld gehört dazu. Geld ist nicht etwas, was man ausschließen muss. Ich werde mehr über das in den nächsten Videos berichten, also bis dahin. Schauen wir uns noch diesen wunderschönen Sonnenuntergang hier an in Französisch-Polynesien, eines der schönsten Länder der Welt.